Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Goldaktien, eine historische Chance. Disclaimer. Eine historische Chance. Mir ist jetzt hier ein Zitat dieser Tage aufgefallen, das ich gerade gelesen habe. Almost every silver miner that you buy right now will double your money in the coming months, and it will 10 times, 100 times your money in the coming years. Zu Deutsch, fast jeder Silberminenwert, den Sie jetzt kaufen, wird Ihr Geld in den kommenden Monaten verdoppeln und wird Ihr Geld in den kommenden Jahren verzehnfachen bis verhundertfachen. Das ist eigentlich exakt, was wir uns eigentlich auch von dieser Goldaktien-, Silberaktien-Geschichte versprechen, dass im Grunde genommen, sobald die Korrektur zum Jahresende beendet ist, werden die meisten Minen sich hier verdoppelt haben. Und wenn dann der Bullenmarkt so richtig losgeht, können wir ein Spektrum von Verzehnfachung bis in der Spitze Verhundertfachung erwarten. Schauen wir uns hier nochmal das Hui-Gold-Ratio an, das jetzt im Prinzip fast den Zustand vom März 2020 erreicht habe. Es ist fast senkrecht nach unten gefallen. Es ist jetzt sehr fraglich, ob wir diese Spitze kriegen. Ich glaube nicht. So ein Extremereignis wie diese Corona-Geschichte, denke ich mal, ist nicht mehr drin. Das wird wahrscheinlich nicht so tief fallen. Und davon würde ich, und auch wenn es so fallen würde, das ist nur punktuell Tageskerzen, Spitzen nach unten, sie sind sofort wieder oben. Das heißt, in einer gewissen Weise können wir jetzt sagen, wir sind im absolut tiefsten Punkt. Hier sehen Sie das auch. Hier oszillierte der Kurs, der Hui-Gold-Ratio rum, genau auf dem jetzigen Niveau. Dann ist es für ein paar Tage, gab es diesen Mega-Absturz, hielt aber nicht lange an. Im Grunde genommen war hier eigentlich Schluss. Und also bei 0,12, kleines bisschen darunter. Und genau, da sind wir jetzt auch aktuell auch. Das heißt, es ist tatsächlich eine historische Chance. Es war damals eine historische Chance. Natürlich haben wir gehofft, dass der Bullenmarkt da hätte nicht erstmal aufhören sollen. Scheinbar werden nochmal alle Leute rausgeschmissen, bevor es dann hochgeht. Und das müssen Sie ja auch immer in Korrelation sehen. Das ist nur ein kleiner Zeitausschnitt der letzten 2 Jahre. Sie müssen sich auch das Gesamtchart einfach nur mal vergegenwärtigen. Und das ist ja das hier. Und da sehen Sie, wir sind hier im absoluten Tiefspunkt und das schon seit 5 Jahren mit einigen Ausbrüchen, wie zum Beispiel jetzt 2016 oder 2020. Ansonsten sind wir unter dem Allzeittief von 0,135. Aktuell sind wir 0,12. Und Sie sehen ja, was ab dieser Tiefe dann passieren konnte. Hier von 2001 ging es dann von 0,135 auf 0,63. Und weil es jetzt so lange nach unten verzerrt ist, sobald die Märkte sie machen, hat es das die Hui-Gold-Ratio und damit die Goldaktien das Potenzial, einen derartigen Anstieg hinzulegen. Und das sind dann auch eben die Chancen, die dann zu diesen besagten 100, unter Umständen bis zu 100-fachen Anstiegen bei einigen Gold- und Silberaktien führen könnte. Ja, hier eine Mine. Projektgenerator, der in Ontario, Kanada agiert, hohes Risiko bis Gamble-Risiko. Der hat im Wesentlichen 2 Hauptprojekte und noch 2 kleinere Projekte. Also das Interessante generell ist das hochgradige Gold hier. Und es ist ein wirklich gutes Gebiet ist, das zwischen aktuell betriebenen guten Minen existiert. Also das sind sozusagen die Superlative. Und es ist natürlich mit Ontario und Kanada eine gute Jurisdiction. Wir haben eben das Godot-Projekt, 350 Quadratkilometer. Dieses Landpaket wird begrenzt durch Islandgold und Magino, die mehr als 10 Millionen Unzen an Gold in 2 großen Goldsystemen haben. Islands Gold, Alamos Gold, hochgradiges
Gold ist es auch mit 10,37 Gramm Gold, und auch Nickelfunde haben sie. Also da sind wirklich interessante Entdeckungen machbar und denkbar und durchaus wahrscheinlich, weil es eben so viele Nachbarfirmen gibt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir was Ähnliches finden. Und dann haben sie noch das Dryden-Projekt, 83 Quadratkilometer. Hier gab es, also eigentlich ist es der größte Goldfund, von dem ich jemals gehört habe. Ich musste wirklich mehrmal nachgucken, ob das mal stimmt. Das waren 35.700 Gramm pro Tonne, also 53 Kilogramm pro Tonne Gold haben sie auf 0,6 Meter gefunden. Das ist natürlich dann nicht das, was ungeheuer durchgehend ist, mag ein Zufallstreffer sein, aber trotzdem ist die generelle Umgebung einfach hochgradiges Gold, und die Wahrscheinlichkeit ist ja dann am Ende doch vorhanden, dass es, sage ich mal, ähnliche Ablagerung von Gold auch in diesem Abschnitt geben könnte. Das heißt, Überraschungspotenzial durch sehr, sehr gute Bohrergebnisse ist definitiv vorhanden. Das ist ein großes Gebiet, das ist eine gute Jurisdiction. Dann haben sie noch zwei andere, das Canamerica, die operieren am Boyer Lake Area. 35 Kilometer südlich von Dryden, 4.400 Quadratmeter. Und auch da wurde hochgradiges Gold gefunden, 2,6 Gramm pro Tonne Gold bis 168 Gramm pro Tonne Gold. Und dann noch das Sharon-Projekt, 4.200 Hektar, 60 Kilometer südlich von Dryden. Und da gab es 2012 eine Goldentdeckung mit 15,4 Gramm Gold auf 5,5 Meter. Ja, wenn wir uns das charttechnisch sehen, die ganze Euphorie ist raus. Wir sind eigentlich ja im Grunde genommen am Allzeittief angekommen. Aber jetzt diese Tage gab es eben auch einen Ausbruch. Und das ist natürlich einer der Gründe, dass ich mir dann diese Goldaktien genauer angucke. Und sie haben eben potenziell sehr interessante Gebiete, hochgradiges Gold. Das kann gut sein, dass das ein sehr interessantes Investment sein könnte. Ist natürlich in der hohen Risiko- und Gamble-Klasse. Jedenfalls haben sie auch ein relativ gutes Management-Team. Große Unternehmen wie Alamos sind auch strategisch beteiligt. Also das ist im Visier, und es ist definitiv eine Aktie, die man in Zukunft beobachten sollte. Ja, hier nochmal, also es gab 1970 oder 1976, 1980 diesen größten Goldaktienbullmarkt. Da sind eben die Aktien hier teilweise von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30 Dollar gestiegen. Also konnte man fast aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion machen. Das ist natürlich eine ganz seltene Phase. Das geht natürlich nur, wenn jetzt, sage ich mal, der Markt von dieser enormen Tiefe, von der wir sind, drastisch und dramatisch nach oben sich ändert. Und dann kann es natürlich sein, dass solche Penny Stocks auch solche Werte annehmen. Ähm, ja, dann, ich habe da, wie gesagt, ein paar Aktien zusammengefasst mit der Super Gold Stock Watchlist. Die werde ich den Subscribern schicken. Die wird auch teilweise dann immer gewisse Aktien aufgefüllt oder beziehungsweise auch weggenommen. Das sind immer Aktien mit Superlativen, die entweder sehr großes Gebiet haben, hochgradig sind, sehr gutes Geologenteam, sehr gutes Management etc. Ja, also das hier ist beispielsweise dann so ein Potenzialfaktor, den ich berechne von den Minen. Nehme einfach die Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Jurisdiction mit den, zusammengemengt, und dann kommt man zum Beispiel wie hier auf den Wert auf 70. Das heißt, diese Aktie könnte rein theoretisch, wenn Gold auf 2.500 Gold hoffentlich eines Tages steigen sollte, könnte diese Aktie dann um das 70-fache gestiegen sein. Das bedeutet, dieser Potenzialfaktor ist natürlich theoretisch berechnet. Wie es in der Praxis aussieht, wird man sehen. Aber Sie haben es ja bei diesen Werten aus den 1970er Jahren gesehen, dass Goldaktien unter Umständen zu sowas fähig ist. Und das ist natürlich das, was die Investoren reizt. Und gerade wenn es jetzt so wie aktuell so tief ist, erhöht es ja die Wahrscheinlichkeit,
dass wir in einem Goldboom diese Resultate sehen, weil so tief, wie die jetzt sind, das ist absolut einmalige Einstiegschancen. Das ist eben diese historische Chance. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Gold äh, in den nächsten 6 bis 12 Monaten über 2000, 2300, 2500, vielleicht mehr schafft, ist relativ hoch. Ja, nochmal 1000 Becker Report, versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu berechnen, sie zu segmentieren nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko. Eine Exit-Strategie haben wir auch dabei. In was muss investiert werden oder sollte man investieren, wenn der Gold- und Goldaktienboom vorbei ist? Einlagen von Gold und Silber bei der Sachwertegemeinschaft, die sind eigentlich in jeder Situation an Gold und Silber gekommen. Bevor sie Gold kaufen, einfach Vergleichsportale nutzen. Weitere Informationen zu Goldaktien, zu Charts oder wenn Sie Fragen zu dem Report haben oder allgemeine grundsätzliche Fragen, können Sie mich einfach kontaktieren unter der angegebenen Telefonnummer. Ich würde Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.